Du hast keine Lust und Zeit für Social Media Posts und wunderst dich, wie andere Unternehmen regelmäßig Postings auf allen ihren Social Media Kanälen hinbekommen, ohne viel Manpower, dann bist du bei uns genau richtig. Wir haben den Refocusly Crusher, ein KI-System, welches für dich Grafiken fertig erstellt, die du dann wie in Canva oder Photoshop ganz einfach bearbeiten kannst und Dinge austauschen kannst. Aber der Vorteil ist, du hast eine Idee, du gibst sie ein und KI macht den Rest für dich. Und zwar siehst du hier schon mal Postings, die wir jetzt für unser Unternehmen Refocusly schon generiert haben. Hier ist zum Beispiel auch ein anderes Unternehmen, das man mal verschiedene Beispiele sieht hier. Und zwar kannst du einfach hier Generate Post hauen und es wird für dich schon Grafiken erstellen. Also, wie funktioniert das Ganze? Wir haben einen Setup-Service, der für dich das ganze Unternehmen einmal erstellt. Das heißt, wir haben hier verschiedene Infos, die wir praktisch hier eingeben. Anhand deiner Webseite und Informationen im Gespräch machen wir das. Oder du kannst natürlich auch selbst eingeben. Und zwar gibt es die Core Values, also Zeitersparnis. Was bringt unsere Software? Kundenzufriedenheit, Kundenbindung, das ist für uns wichtig. Was ist die Nische, die Audience, mittelständische Unternehmen und so weiter. Das wird einmal festgelegt. Dann gibt es die Brand Voice. Wie wird das Ganze vom Ton her erzählt, und dann gibt man hier einmal die Call to Actions ein, die man machen will. Hast du einen Webshop, gehst zum Webshop, hast du vielleicht einen Service oder Flammkuchen, besuchen zum Restaurant, wie auch immer, gibst du hier die einmal alle ein, verschiedene Hashtags für die Caption und die Sprache. Hier gehst du dann auf Vorausplanen, Schedule, und siehst hier jeden Wochentag und um wie viel Uhr die Posts rausgehen sollen. Die kannst du natürlich komplett individuell gestalten. Das heißt, wenn du an einem Tag mehrere Zeiten geben willst, dann kannst du es ganz einfach machen. Hier, zack, und so weiter und so fort. Das kannst du einstellen. Hier kannst du auch einstellen eine Variable. Das heißt nicht, dass es nicht immer Punkt 7 Uhr oder um die Uhrzeit, die du gesagt hast, gepostet wird, sondern dass es ein bisschen menschlicher aussieht. Dann auf Speichern gehen und das Ding ist erledigt. Bei Socials connectest du einfach alle deine Social Media Kanäle. Einfach Connect klicken, dann geht's rüber. Falls du nicht eingeloggt bist, musst du dich einfach kurz einloggen und dann auf Weiter klicken und dann sind die einzelnen Kanäle verbunden und ab sofort kannst du dann rausposten. Teammitglieder kannst du jederzeit nochmal extra dazu buchen, die würden dann hier erscheinen, und in Settings kannst du dann noch einmal hier einstellen, okay, wie viel sollen im Tank sein, dass man das sieht am Anfangsscreen, wie viel sind in der Pipeline drin. Hier kannst du die einzelnen Ratio einstellen und so weiter und so fort. Das kannst du dir dann alles nochmal genauer anschauen. Zweiter Punkt ist einmal, wie bei Canva, musst du Vorlagen auswählen. Diese Themes haben nochmal in sich über 100 verschiedene Styles. Du siehst es hier, zum Beispiel The Care, hier sind verschiedene Designvorschläge. Das heißt, du wählst die verschiedenen Themes aus. Es gibt auch Memes, die du geil findest, und dann klickst du die an. Hast du die ausgewählt, wird praktisch am Ende daraus auch Posts generiert und verschiedene Variationen davon. Und wichtig ist natürlich einmal Logo. Wie gesagt, Setup-Service machen wir für dich alles. Vielleicht noch ein Headshot vom CEO oder von dir selber und dann Background und verschiedene Variationen. Du kannst die ganz einfach eine Palette da hinzufügen und dann die Farben ändern, je nachdem, was du haben willst. Wir löschen es jetzt in dem Fall. Dann einmal deine Schriftarten hochladen für die Überschriften und für den Inhalt, der bei der Grafikerstellung benutzt wird. Oder du wählst halt, wir haben, ich glaube, über 500 Schriften hier drin, kannst du vorauswählen. Nächster Punkt ist, wenn du Fotos hast von dir, von deinen Produkten, von deiner Location, egal, von deinen Dienstleistungen, was du bewerten willst, kannst du das einfach hier hochladen. Hier unten kannst du es auch von deiner Webseite ziehen oder halt in der Stock Library sagen, ich suche nach Wedding-Fotos, und dann werden dir Wedding-Fotos vorgeschlagen. Die kannst du dann anklicken und dann wären die schon, wenn das deine Favoriten sind, immer in deiner Library. Das erstellst du dir einmal. In Zukunft wird es da auch ein Ordnersystem geben. Du kannst produktspezifisch, bist du ein Immobilienmakler, zu der Immobilie Fotos hochladen oder für diesen bestimmten Flammkuchen Fotos hochladen und so weiter und so fort. Das kommt, aber jetzt im Moment ist es allgemein einfach alle Dinge hochladen. Wichtigster Teil ist, das erstellen wir auch gerne für dich anhand deiner Informationen, dass du einmal die Themen, über die du Postings machst, natürlich eingibst. Bei uns wären jetzt hier sozusagen alle unsere Features einmal aufgezählt, also angeboten in 60 Sekunden, vollautomatisches Terminmanagement und so weiter und so fort. Beim Restaurant zum Beispiel wäre es hier die ganzen Catering-Events, Zeit aufbauen, weniger als 30 Minuten, was für Pakete haben wir, welche Sorten, dann gehst du hier rein, du kannst sagen, Flammkuchensorten, deftig und süß, die gibt's bei uns überhaupt, und diese Inhalte sollen daraus Postings generiert werden.
Und du kannst hier einfach draufklicken und dann Generate from Topic und dann wird von diesem ein Post erstellt. Gehen wir jetzt mal hier rein und sagen Kundenbindung, also automatische Sachen, die verschickt werden können mit unserem System. Gehen wir hier rein und machen aus diesem Thema soll jetzt 4 Postings generiert werden mit den verschiedenen Themes und Styles. Welche Color Palette, wenn du schon eine genau weißt, und der Call to Action soll sein, dass sie mit uns ein Strategiegespräch sichern sollen. Dann drücken wir Erzeugen. Und jetzt kommt die Magic vom Crusher. Es werden jetzt im Hintergrund fertige Grafiken für dich erstellt, die dann ganz leicht editierbar sind. Die Postings sind jetzt erstellt. Du siehst hier oben, das sind die erstellten Posting-Vorschläge. Hier kannst du die ganz einfach in Entwürfe setzen. Das heißt, wenn du einen Mitarbeiter hast, der die nochmal bearbeiten soll und überschauen soll, kannst du hier die abspeichern für dich. Dann, wenn du nachher auf Schedule drückst, einfach hier auf Vorausplan, dann geht es hier rein. Ich kann auch nochmal übersetzen. Und dann kannst du hier bei Drag and Drop einfach die Reihenfolge verändern, indem du hier das ziehst. Hier siehst du auch den Content-Kalender, was ist vorausgeplant. Auf jeden Fall sollte dir ein Posting nicht gefallen. Nehmen wir mal an, das hier. Gehst du rein und dann hast du den Screen wie in Canva und Photoshop. Hier kannst du alles verarbeiten. Das soll dick sein, das soll kursiv sein. Die Schriftart kannst du verändern, möchtest du das nicht haben. Du kannst generell die komplette Color Palette austauschen. Du möchtest jetzt für diesen Post lieber den Hintergrund benutzen. Dann kommt das Logo besser raus und sagst, ich möchte dieses Foto ersetzen. Gehst du in deine Bibliothek und dann klickst du einfach auf das Foto, was du haben willst und es wird automatisch reingeladen. Hier hinten sagen wir, das wollen wir ersetzen. Zack, dann kannst du es größer machen, kleiner machen, je nachdem, wie du es willst. Sollte das jetzt hier im Vordergrund sein, aber du die Schriftart lesen wollen, kannst du hier in den Ebenen reingehen und das Bild drunter setzen. Dann wäre es da hinten. Also hier kannst du rumspielen. Es gibt verschiedene Elemente, die du praktisch reinziehen kannst, wenn du grafisch irgendwas erstellen willst. Hier scroll ich runter. Du kannst verschiedene Hintergründe eingeben und auch die verschiedenen Größen hier festlegen noch einmal, wie die ganze Grafik sein soll. Wenn dir nichts einfällt und du sagst, boah, ich brauche jetzt aber echt für die Hochzeit irgendwie ein cooles Bild, dann haben wir hier eine komplette Stock-Library drin und können dann sagen, boah, ich möchte lieber das Bild haben, heißt Ebene rauslöschen mit Backspace und dann möchte ich das Ganze noch cooler haben und zwar einen Eckenradius will ich einstellen, dass es irgendwie noch stylischer aussieht. So, dann hast du es erstellt, so wird es für dich passen. Dann klickst du auf Speichern, Abschließen und danach einfach auf Vorausplanen, also Schedule und damit kommt es in die vorausgeplante Kategorie und würde dann sozusagen hier erscheinen und du kannst dann per Drag and Drop einfach die Reihenfolge ändern. Natürlich siehst du neben diesen ganzen Möglichkeiten auch Statistiken, das heißt, wenn du hier hingehst, siehst du wie jeder Post war, du kannst es per Post sortieren, nach Seite, also die komplette Analyse deiner Posts, welche waren viral, welche weniger viral. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel noch. Nehmen wir jetzt an, du hast eine Idee beim Autofahren oder egal, hier kommt gerade was oder du möchtest einen bestimmten Post machen und du hast schon Infos dazu, dann kopierst du dir einfach von überall, egal wo, diese Infos rein. Wir gehen einfach mal bis hier und gehen rein und sagen Generate Post, sagen 5 Postings, die Styles wieder festlegen, die Color Palette, Call to Action soll reserviere jetzt einen Tisch sein und ich möchte von diesem Ding 5 Postings haben. Das heißt, du musst nicht nur die vorgefertigten Topics nehmen, die du da eingeladen hast. Wenn du weißt, du möchtest immer wieder Content generieren, dann machst du es in deine Topic Library. Wenn du ad hoc Ideen hast, kannst du auch mal ganz schnell einfach mit ChatGPT außerhalb oder wie auch immer Ideen Content generieren, fertige Grafiken und dann einfach Schedule, Draft, Entwurf klicken und damit hast du innerhalb von kürzester Zeit kompletten Monat vorausgeplant, ohne viel Aufwand in wenigen Klicks. So, die Posts sind fertig generiert. Wie gesagt, kann man die alle bearbeiten. Wir gehen aber mal durch, weil es wirklich komplett die Marketingformeln der ganzen Welt benutzt, die wirklich Emotionen ansprechen. Zum Beispiel hier Familienessen ohne Stress. Bei uns entspannst du dich, während die Kinder glücklich sind. Und das Geile ist, dass auch Karussells erstellt werden. Das heißt, wir können hier drauf gehen wieder und hätte hier das erste Karussell. Du siehst dann den Post hier und kannst dann individuell wie eine Landingpage wirst du hier durchgeführt. Bei dem Karussell reserviere jetzt einen Tisch. Also das hat das schon erkannt, um was es geht. Du kannst natürlich auch hier wieder die Bilder austauschen mit Stock Footage, wenn du sagst Family Happy oder Familie Happy.
zack, einfach ausgetauscht und speichern. Und wir gucken uns nochmal die Posts an, die wir gerade generiert haben. Dann hast du auch nochmal eine Idee bezüglich dem Weinfass. Auch da ist es so, dass du hier rausgehst, das Weinfass, wenn uns das jetzt gefallen würde, gehen wir wieder rein, gehen auf die Color Palette, wechseln die aus, wir möchten eher so haben, hier ist das Foto. Und schwupps, hat man schon in dem Grafikstyle das Weinfass reingezogen. Auch das hier wäre dann fertig und man könnte es schedulen. Hier siehst du auch nochmal die Caption. Mega geil gemacht. Hier schon mit dem Call to Action und mit einer Frage, Engagement, die Preise sind dabei. Hier siehst du auch nochmal einen Karussellpost, die werden nämlich auch für dich erstellt, je nach Theme, das kann man voreinstellen. Und hier siehst du dann alles, was connected ist. Da kannst du individuell auch die Postings verändern und die Caption ändern. Hier siehst du auch die Vorschau gleichzeitig, die sich ja hier durchwechselt. Aber auch hier ist es natürlich mega gut, um wieder durchgeführt zu werden. 1, 2, 3. Genau wie bei einer Landingpage, die Probleme erkannt und die Lösung und dann bereit für mehr Umsatz, also Call to Action mit absolut aus Marketingperspektive perfekt formuliertem Posting. Genau, hier unten noch, wo du es posten willst überhaupt. Und möchtest du wirklich gar keine Arbeit mehr damit haben, sondern nur noch Posts genehmigen. Wir bieten natürlich verschiedene Servicepakete an. Das heißt, wir haben verschiedene Social Media Management Pakete, also kontaktiere uns gern dafür, damit wir wirklich auch alles für dich übernehmen können. Auf der rechten Seite siehst du unseres Dashboard und auf der linken Seite siehst du dein Login. Das heißt, du hast hier ganz vereinfacht nur die Kalenderansicht und die Posts. Das kann man je nachdem auch mit Genehmigungen dir an- und abschalten. Hier siehst du die mal. Also je nachdem, was du noch bearbeiten willst, können wir das an- und ausschalten. Oder wenn du Mitarbeiter haben willst, die auch nur bestimmte Berechtigungen haben, können wir das auch hier für dich so abbilden. Und dann geht es so, wenn wir sagen, das hier finden wir gut, das wäre ein Post, den wir posten wollen, das hier, das hier, das hier, dann sind die praktisch alle bereit zur Überprüfung und erscheinen bei dir hier in Entwürfen. So, du guckst dir die ganzen Dinge an und sagst, okay, hier gehe ich rein. Wenn du Genehmigung hast, kannst du hier sogar direkt schon etwas ändern und sagen, besuche uns jetzt. Und kannst das Ganze sozusagen hier direkt ändern. Wenn du das gar nicht mehr machen willst und uns das direkt sagen willst, geht das natürlich auch in Kommentarfunktion. Du kannst hier auch dann direkt auch Änderungen vornehmen oder wir sperren das und du musst gar nichts mehr machen, außer einmal zu sagen, hey, Call to Action finde ich nicht gut und bitte Hintergrundbild Bild ein Paar machen, ein Pärchen nehmen und dann machst du einen Kommentar und sagst hier oben, bitte, wir möchten, dass das nochmal geändert wird. Bei uns im System erscheint dann intern, dass hier eine Änderung angefordert worden ist. Wir können das Kommentar sehen und sagen, oh ja, das stimmt. Dann gehen wir rein und ändern das für dich und sagen hier, das wurde gelöst. Dadurch wird es bei dir wieder aktualisiert in deinem System. Und du siehst, okay, das wurde tatsächlich bearbeitet. Das heißt, das müsste jetzt stimmen und das gefällt mir. Damit genehmige ich das Ganze. Dadurch erscheint es bei uns wieder im System als genehmigt. Nur, dass du das Backend auch mal siehst, zack. Und wir können dann sagen, okay, wir posten es jetzt sofort. Wir nehmen es rein in den ganzen Veröffentlichungsplan oder wir geben eine bestimmte Uhrzeit vor und ein Datum, wann das gepostet werden sollte. Und damit ist für dich die Arbeit komplett erledigt. Wenn du also Lust hast, mega viel Zeit zu sparen und solche Postings wie hier innerhalb von ein paar Sekunden für den kompletten Monat vorauszuplanen, wirklich ohne viel Arbeit, dann kontaktiere uns jetzt. Der Link zur Webseite, den findest du unten in der Beschreibung. Wir freuen uns auf dich. Auf unserer Webseite gibt es auch einen Live-Chat, da kannst du jederzeit Fragen stellen. Und sonst freuen wir uns, dich hoffentlich bald bei uns im Crusher bei Refocusly begrüßen zu dürfen.